Wir sind im Mittelpunkt von Europa, ja ziemlich genau in Oberfranken. Und hier steht er tatsächlich, der wahrscheinlich längste Bus/Wohnmobil, oder es ist sogar ein eingetragenes Wohnmobil der Welt. Ja, es steht drauf der Bus. Er ist 18 Meter lang. Und wir waren auch gerade eben schon mal drin. Es ist eigentlich eine ziemlich witzige Idee. Ich überlege mir nur die ganze Zeit, welcher Stellplatz ist lang genug. Ja, das Ganze ist hier in Oberfranken wirklich eine Sensation. Und wir sind beim Omnibushandel Mario Röttgen. Ja, wenn du dich mal kurz vorstellst. Ja, hallo, ich bin der Frank. Ich arbeite hier schon eine ganze Weile und ich war schon öfters mal mit dem Spielzeug unterwegs. Das ist so. Was ist das für ein Feeling, wenn du damit irgendwo hinfährst? Ja, es ist immer toll, irgendwo damit hinzufahren. Also, man kriegt auf jeden Fall viele Blicke und man muss auch ordentlich damit fahren können mit so einem Gerät. Das kann nicht jeder. Ja. Das ist jetzt ein C-Führerschein, nehme ich an, brauchst du einen CE sogar? CE, ja. CE-Führerschein, ja. So, 18 Meter geht ja nur deswegen, weil da in der Mitte jetzt ein Gelenk drin ist. Da gehen wir aber später noch mal kurz drauf ein. Ihr seid sogar ins Guinness-Buch gekommen mit dem damals, oder? Steht zumindest drauf. Also das Fahrzeug ist im Guinness-Buch drin gewesen. Ich weiß nicht, wie es sich jetzt genau verhält, ob es noch den Rang hätte oder nicht und nach welcher Kategorie das es geht. Ob das hier um Quadratmeter geht oder um die Länge bei neuen Fahrzeugen, das weiß ich leider nicht. Aber das Fahrzeug hat eine Dachterrasse, also es ist schon ziemlich groß. Die kann man ausfahren, die Dachterrasse. Du kannst also oben drauf mit der Leiter, wie geht das? Nee, ausfahren nicht, aber man kann oben durch die Dachluken rausgehen. Man kann an jeder Dachluke raus und man muss nur oben einen Fallschutz, ein Geländer aufbauen. Ja, ihr handelt mit, ich sag mal, Bussen aller Art, so kann man sagen? Wir haben alles da. Wir bekommen alles, was es irgendwo auf dem Markt gibt. Das landet irgendwann früher oder später mal bei uns. Ich zeige das mal ganz kurz. Hier vorne steht nämlich noch ein Setra. Das ist so, ihr habt wirklich vieles, ihr habt doch ganz viele historische Fahrzeuge. Ja, wir haben einige historische Fahrzeuge da. Also, ich weiß nicht genau wie viele, aber hier vor uns stehen bestimmt mal 20 Stück. Ja, das ist bei dir so wahrscheinlich auch, dass du irgendwann mal mit 5 entsprechend aufgewacht bist und hast dann mit dem Suki schon gespielt, mit so einem kleinen Bus oder wie? Ja, also angefangen habe ich damit, dass ich landwirtschaftlich irgendwelche Sachen repariert habe. Dann LKW und dann nur noch Busse. Das mache ich jetzt seit 20 Jahren. Ja, du siehst noch ziemlich neu aus. Dein Alter, wie alt bist du? 36. 36, okay. Der Bus 18 Meter lang, 2,5 Meter breit, 4 Meter hoch, mehr geht sowieso nicht. Das steht erstmal hier und trotzdem darf ich mal ganz kurz hier reingucken, dass wir dann mal schauen. Also das ist jetzt ein Setra, das ist ein echter Klassiker, Baujahr ungefähr, was hat er? 75 glaube ich. 75, also damit bin ich wahrscheinlich noch zur Schule gefahren dann. 68er Jahrgang bin ich ja. Dann habt ihr hier ganz, ganz viele kleine Busse. Ich habe das Gefühl, die Busse waren früher viel kleiner, oder? Ja, früher war halt kleiner besser. Aber heute ist es so, dass die kleinen meist teurer sind als die großen. So, Setra heißt, glaube ich, selbsttragend. Also das ist wo ist da der Unterschied zwischen Setra und anderen? Also ja, ich kann es nicht genau sagen, wann die sich dann vereint haben mit Mercedes und irgendwann ist Omni Plus draus geworden. Und ja, vorher war es eine eigenständige Marke, aber wie genau, das war alles vor meiner Zeit. Das ist ein Hammer hier, oder? Das ist ein Mercedes? Ja, das ist ein Mercedes, ja. Das ist schön. Der sieht fast die Größe vom VW-Bus, ein bisschen größer. So, das ist so. Ja, knuffig. Baujahr, was denkst du hier? Weiß ich nicht. Weiß nicht, gell? Ist nicht schlimm. Ich guck mal gerade, das ist orange. Das könnten die 70er wieder sein. Jetzt hat man MAN. Ihr habt viele, die werden noch aufgebaut. Also richtige Schätzchen, wo ihr dann, wenn ihr mal Zeit habt, vielleicht mal rangeht. Ja, oder? Wenn es uns langweilig wird, dann haben wir auf jeden Fall noch genug zu tun. Das ist auch ein ganz historisches Modell, oder? Ja, wir haben das Fahrzeug zweimal da, aber es ist zweimal zerlegt bis aufs Gerippe. Sag's mal gerade. So ist übrigens ein Bus aufgebaut. Oft sieht man das, wenn sie ausbrennen. Dann sieht man noch mal, was übrig ist. Sieht das genauso aus, ja. Sieht genauso aus. Zustand hier, was denkst du? Ja, das ist, sag mal, fürs Alter gut, aber noch jede Menge Arbeit davor. Ne? Boah, das ist viel Arbeit, da kann man sich ja vorstellen. Das ist aber so ein Hobby. Ihr macht ja hunderte von, ich sag mal, Bussen im Jahr, die ihr praktisch hin und her schiebt. Und ihr seid einer der ganz Großen, ich glaube sogar, wenn nicht der Größte. Ja, wir sind auf jeden Fall europaweit sehr weit vorne.
Und ich weiß nicht, wie es weltweit aussieht. Es gibt bestimmt irgendwo einen Konzern, der mehr Busse verkauft als wir. Aber wir haben schon einige Hunderte pro Jahr. Was interessant ist auch, die kommen von überall her, die Busse, oder? Oder sind es jetzt speziell deutsche Busse? Die Fahrzeuge kommen von überall. Also Einkauf machen wir ja, mehr oder weniger europaweit und Verkauf weltweit. Ja, das sieht aus. Da bin ich jetzt raus, wenn ich ganz ehrlich bin. Mercedes Hauber LKW. Kurzhauber, Langhauber? Hauber. Lang, daneben steht ein Kurz. Das ist kurz, ja. Du, ich habe gar keine Ahnung davon, deswegen ist es auch nicht so schlimm, aber es sind absolute Raritäten, bei denen wahrscheinlich auch vielen, die das jetzt sehen werden, geht da das Herz auf. Ja. Und genau, es gibt ja auch so Clubs, die genau diese kurzen Langhauber restaurieren, damit rumfahren, mit Pritsche, ohne Pritsche und so weiter. Und das ist auch spannend. Hier ein T4 mit ja, vorne Schneeschieber. Ja, das ist eins unserer Winterfahrzeuge. Dahinter steht noch ein ziemlich alter Unimog. Der kommt dann für die größeren Sachen in Einsatz. Und der hat jetzt sogar hinten einen Kran mit drauf. Und dann kommen wir mal hier zu dem, der ist ja auch richtig schick, muss ich sagen. Auch ein Setra. Wahnsinn. Ja gut, die Zeiten habe ich, glaube, nicht mehr erlebt. Ich bin auch damals nicht so oft gefahren. Oh ja, der ist ein bisschen größer, muss man sagen. Das ist ein Arbeitstier. Ganz hinten, was ist das für einer, der rote? Das ist ein Mercedes, ein Sattelschlepper. Ein Sattelschlepper. Also da hat hinten ein Sattel drauf, was man heute so kennt von den großen. Ja, das ist halt einer der ersten, aber ich weiß nicht genau, wie alt das ist. Aber mit dem hier sind die Sattel dann modern geworden. Ich halte mal ganz kurz rein. Also, dass man das ein bisschen versteht, ihr macht wirklich hunderte von Fahrzeugen, die dann, ich sag mal, den Besitzer wechseln. Und dann irgendwann kam natürlich die Leidenschaft für Omnibusse. Und der Mario, ja, er kommt so kurz nach 6 noch mal kurz rein und dann schauen wir uns das mal an. Das ist auch ein klasse, oder? Wenn du das so siehst, was der alles erlebt hat, was hinten drauf klebt. Ja, jede Menge erlebt. Ja. Wir haben das Fahrzeug nochmal als Setra hier stehen. Das sehen wir dann bestimmt gleich. Der hat schon einiges hinter sich. Der war mal ein Bienenhaus. Der kommt gleich ums Eck. Und so ein Fahrzeug haben wir noch beim Aufbereiter, beim Lackierer stehen. Und das wäre ein Top-Zustand. Aber ist halt gerade nicht da. Das ist nicht schlimm. Ich habe sowieso das böse Gefühl, ich komme nochmal her, weil das ist sowas Tolles, was ihr macht mit den Bussen handeln. Ich glaube, da ist doch, das ist natürlich schon eine Männersache, so ein kleines bisschen Busse, LKW fahren und so weiter, oder sind immer mehr Frauen, die da reindrängen? Ja, wir haben schon auch öfters mal irgendwelche Frauen hier, die ein Fahrzeug abholen, auch Unternehmerinnen, die selber Fahrzeuge kaufen und überführen. Das hier ist hinten? Das ist hinten, ja. Das war Spaß, wollte nur mal gucken. Weil das ist ja krass, der sieht aus wie ein Triebwagen fast hier. Also was früher so das Design war. Und der hat so richtig Patina. Boah, das ist ja richtig cool. Ja dann, ihr habt richtig goldene Schätze hier. Was steht denn da drauf? Lass mal kurz mal gucken. Kurort Füssen. Wie hart. So, die Inneneinrichtung. Ja, also ganz, ganz viele Schätzchen. Der gefällt mir übrigens auch. R81. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Hersteller ist. Magirus. Magirus. Ja, guck mal schnell. Die meisten fahren noch, wenn man die jetzt, also Batterie rein, würden die wahrscheinlich anspringen? Ja, der größte Teil, ja. Es kommt darauf an, ab und zu müssen wir halt noch ein paar Sachen machen. Aber man kann ja hier sehen, dass wir gerade dran arbeiten. Nee, war vollkommen in Ordnung. Es war jetzt ganz spontan, dass wir das machen. Das sind Anhänger, das hat man früher oft gefahren, gell? So Anhänger, die wurden drangehangen. Ja, früher war das gang und gäbe. Es gibt zurzeit noch welche von Vanhol, die machen auch so eine Geschichte, aber im Normalfall ist ein Gelenkbus einfach einfacher zu handhaben. Ja, ich habe in Luxemburg gesehen, da fahren welche rum mit 2 Gelenken, ganz lang, die auf speziellen Strecken fahren. Die sind, glaube ich, über 20 Meter lang.
Die Farben sind doch schon schön anzusehen, oder? Wie das früher war. Ja, früher waren die Farbgeschmäcker noch ein bisschen anders als heutzutage. Aber man sieht auch, dass es alt ist anhand der Farbe. Es ist einmal Gyros Deutz. Hier, schau. Du warst richtig. Toll. Ja, dann werden wir uns jetzt gleich nochmal dem Schätzchen draußen zuwenden. Ist das hier so ein Pinzgauer? Nee, Das ist ein Steuerflug-Pinzgauer, ja. Ja, weil ich habe es nur von der Seite gesehen. Auch ein ganz, ganz legendäres Fahrzeug, oder? Ja, wir hatten auch schon einige davon. Also sind auch schön und man kann damit noch im Gelände fahren. Das ist für jeden Spaß geeignetes Fahrzeug. Das kommt überall durch, ja? Das kommt eigentlich fast überall durch, ja. 6x6. Ja, 6x6. Der hat einen Tunnel unten als Antrieb und alles ist höher gelegt. Also da unten kann auch nichts kaputt gehen oder abreißen. Das ist alles bombenfest. So, und hier, der war wahrscheinlich auf dem Grund des Inns, oder? Nee, der stand jahrelang im Wald und war ja ein Bienenhaus. Deswegen hat er die Schlitze an der Seite. Und irgendwann Die haben sich durchgefressen, oder? Nee. Die haben das schon extra so gemacht, dass die Bienen da rein und raus können. Das war ein offizielles Bienenhaus. Ja, an der Seite, die Öffnungen, die sind Absicht. Was aussieht wie reingefressen, das waren dann wohl die Bienen. Boah, haben die Power gehabt, oder? Da so durch Stahl durch. Und ja, die hatten lang Zeit. Das ist krass. Und früher, die waren nicht immer vorne vorbei, sondern die hatten auch eine Haube früher, die Busse. Ja, früher gab es ja noch vorne dran die Antennen, um zu sehen, wie weit das die Stoßecke weg ist, damit der Fahrer abschätzen kann, wie weit er noch kann. Wenn er irgendwo hinfährt, rangiert, wie auch immer. Der fährt aber nicht mehr, oder? Wenn man den. Also der fährt zurzeit nicht, aber vielleicht eines Tages wieder. So, und hier last but not least. Das ist, ich schätze mal, auch so Baujahr. Was hat das hier, so 60? Oder? Ich bin mir nicht sicher, was der für ein Baujahr ist. Schauen wir gerade, hier ist eine Plakette drauf. Das ist 1977. So, es ist Baujahr 1977, ja, ist drauf. Und ja, das könnte ich ja noch erlebt haben. Also ich habe ja damals, dann gibt es ab und zu mal, ich sag mal, solche Schätzchen, die ihr dann durch Zufall bekommt, oder wie läuft das? Wenn ihr oder habt ihr die schon immer gehabt? Ja, das meiste ist Chefsache. Er bekommt natürlich das meiste mit von allen. Und wenn irgendwo so ein Schatz zu haben ist, dann lässt es sich das auch mal durch den Kopf gehen. Also ja, ganz viele Busse werden ja, ich sag mal, die kommen dann in die Presse und dann ist man später schade drum, oder? Ja, es kommt öfters mal vor, dass man auch mal ein Fahrzeug, das voll funktionsfähig ist, auf den Schrott bringen muss, weil es einfach keiner haben will. Passiert. Schön. Ja, Leidenschaft Busse. Ihr habt unzählige Busse da. Ihr habt sogar dort vorne ein Auto, das ist auch historisch. Damit könnte man so einen Bus, nee, damit kann man keinen Bus abschleppen, oder? Man könnte damit einen Bus abschleppen, aber der braucht noch ein bisschen Pflege und dann kann er wieder los. Aber wir haben ja noch einen Abschleppwagen im Einsatz. Warte, ich gehe mal kurz auf die andere Seite, da kann man sogar erkennen, was es ist, ja. Das ist ein ganz historischer Abschlepper. Der sieht so aus, als käme er aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das macht vielleicht die Farbe ein bisschen, dass es so alt wirkt. Aber das Fahrzeug ist ein Mercedes und ja, war ein Standardabschleppwagen und jetzt ist halt ein Schätzchen. Boah, ist das schön. Ihr habt eine große Werkstatt hier eigentlich? Was ist das? Das ist ein Kästbuhler Setra als Gelenk. Als Gelenk? Nee! Der ist noch ein bisschen länger wie das Wohnmobil, oder? Gleiche Größe. Gleiche Größe. Gleiche Größe. Also das ist ein Kässbohrer Setra. Baujahr, hier vorne hat man die technischen Daten. Mal gucken, was er kostet. Preis steht nicht dran. Aber er ist 1981. Er hat 320 PS. Das ist krass. Wie lang der ist. Guck mal hier. Entschuldigung, ich habe ja selten, dass ich mich so beömmel, aber wir gehen mal gerade mal dahin. Also das heißt, ich muss dahin. Kann mal schauen. Also das ist alles Bus. Geht weiter. Ach, der hat jetzt keinen. Doch, hat er auch.
Wie beim Stadtbus in der Mitte, oder? Ja, es ist wie ein Stadtbus, nur dass der unten ja einen mega Kofferraum hat mit 1,50 Meter Höhe. Überall unten drunter. Das heißt, der kann jetzt auch Ja, hier neben uns ist der Motor, aber ansonsten ist überall Kofferraum. Und man sitzt oben und kann denn... Fahrgäste sitzen alle oben, komplett, von vorne nach hinten. Also Der Kofferraum ist jetzt gedacht, wenn die... Also jeder, der mitfährt, will noch einen Umzug machen, oder wie? Ja, es würde vielleicht funktionieren. Ja. Ist der auf eigentlich, der hier? Der ist auch. Okay, können wir da mal ganz kurz rein? Wir müssten vielleicht hinten rum, dass wir vielleicht Ja. schneller. Sind wir schneller? Warte, ich muss dir noch einmal kurz von hinten zeigen. Ach, das ist so ein Anhänger quasi, der in der Mitte dieses Knickgelenk hat. Kässbohrer Setra. Das draußen ist auch ein Kässbohrer, den wir... Hier draußen ist ein Neoplan. Neoplan. Das hier ist das Konkurrenzstück. Und das war früher, war das gang und gäbe, dass man die gefahren hat, die Gelenke? Von denen hier sind nicht viel gebaut worden. Das hier ist meines Wissens nach auch die Nummer 1 von der Fahrgestellnummer her. Und ansonsten weiß ich nicht, wie viele gebaut wurden. Aber irgendwann sind sie ja auf die Idee gekommen, dass die Dinger einfach zu groß sind. Und dann haben sie angefangen, die Fahrzeuge in dem Ausland irgendwo zu verbieten. Und wenn du mit dem Reisebus nicht mehr ins Ausland fahren darfst, dann ist es einfach schlecht. Boah, da hat hier eine Küche drin, eine richtige. Ein Klo wahrscheinlich auch mit drin. Hier eine Mikro... Ah, wie hart! Guck mal hier. Mikromat von AEG. Keine metallischen Gegenstände auf den Herd stellen. Man lacht heute drüber, aber damals war das High-End. Eine Mikrowelle in einem Bus drin. Naja, Und dann guckst du hier bis nach vorne durch. Ist ja unglaublich. Natürlich eine Toilette mit drin. Hier ist das Waschbecken. Dann hast du hier, guck mal, braun, schau mal. Ist das cool. Ich bin vollkommen geflasht. Ich habe sowas noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. ja, es gibt auch nicht mehr viel davon. Warte, ich laufe mal einmal. Darf ich einmal ganz kurz? Vorsicht. Ist das eine Zapfanlage, oder? Ja. Ja, ganz vorne unter dem Tisch ist ein Loch im Boden, ne? Nicht reinfallen. Ganz vorne unterm Tisch. Also da vorne, wo der Fahrer ist. So, das ist das Drehgelenk. Das kenne ich noch vom Stadtbus. Da war ich immer, ich habe immer im Drehgelenk gestanden. Das ist übrigens die Farbe vom Drehgelenk, ist grün. Das ist schon ziemlich cool. Und dann geht man weiter. Hier ist eine Bar. Ich fasse es nicht. Das ist eine richtige Bar hier. Ja klar, war ja auch eine Zapfanlage dran. Ja, hier ist eine richtige Bar drin. Ja. Ist das ein fränkischer Bus hier, oder? Ich weiß nicht mehr genau, wo er herkommt. Wir haben das Fahrzeug geholt aus Büren. Nee, nicht Büren. Entschuldigung. Aus Düren. Aber wo der ursprünglich herkam, weiß ich nicht. So, wenn hier steht Durchgang nur für Personen, was könnte noch hier durchlaufen? Weiß ich nicht. Also im Endeffekt könnte ja irgendwo ein Hund dabei sein. Aber ein Pferd glaube ich ja nicht. Jetzt, okay, keine Tiere. Das könnte ein Argument sein. Ja, wenn der jetzt restauriert werden würde, dürfte der noch fahren? Also, oder muss er jetzt nochmal neu zugelassen werden? Dann? Also man könnte das Fahrzeug wieder zulassen, aber da kommt es ganz darauf an, wie man restauriert und wie man dann zulässt. Aber So. er kann auch als Bus wieder zugelassen werden. Und das Loch ist wo? Ganz vorne unter dem Tisch. Ganz vorne unterm Tisch. Also ich gehe schon mal ein bisschen vor. Dann hast du wie im ICE, hast du hier gegenüberliegend die Sitze. Ach, drunter ist nochmal ein Fahrgastraum. Nee, drunten Nee. ist nur der Fahrer. Ist nur der Fahrer. Nur der Fahrer im Kofferraum. So, dann hast du hier so eine... Ach, eine Garderobe ist das. Dann hier vorne ist ja wohl... Da durften die rein, die richtig was zu sagen hatten, oder? Die durften hier vorne fahren und hatten... Die am meisten bezahlen, die dürfen vorne sitzen. Ne? Die können rausgucken. So, die Quarzuhr, ne, die ist stehen geblieben um 20 vor 10. Gut, du warst ja hier schon oft drin. Für dich ist das ja jetzt nichts Neues. Aber du kannst verstehen, dass mich das ziemlich anfixt hier. Also so ein Teil schon, oder? Ja, ich erlebe es ja öfter. Ich sehe die Fahrzeuge nur so oft, dass sie nicht mehr ganz so beeindruckend sind. Aber das heißt ja nicht, dass sie nichts Besonderes sind. So, ich drehe mich mal ganz vorsichtig. So, ich will noch einmal kurz, darf ich? Da wo der Busfahrer ist. Ja.
Ach so, der sitzt unten, der kriegt quasi gar nichts mit. Was? Ja, der hat eine Kamera und sowas. Und der sitzt dann wie im PKW hier drin. Ja. Auch mit 3 Leuten. Also man kann auch hier vorne mitfahren. Schon ganz schön tief. Sag mal, das Busfahren, man fährt ja vor der Achse. Das fährt sich wie so ein PKW, so ein bisschen, so ein Bus? Jein. Also es ist ein bisschen anders als im PKW. Wenn du irgendwo über eine Straße fährst mit dem Abhang daneben, dann kann es auch schon mal sein, dass dein Fahrersitz über dem Abhang ist. Aber es ist ja alles in Ordnung, solange die Räder noch auf der Straße bleiben. So, man fährt ja quasi praktisch hinter der Achse. Der hat 1, 2, 3, 4, 5 Achsen? 4. Daneben haben wir noch einen 4-Achse stehen. Steht ein Megaliner. Nee. Ja, den haben wir jetzt nur nicht gesehen. Der ist verdammt groß, aber der steht halt neben dem, deswegen sieht er so klein aus. Achso, deswegen sieht er klein aus. Hier der Neoplan. Ja. Und der hat eine Länge von? 15 Meter. 15 Meter. Darf man das? Ja, 15 Meter ohne Gelenk ist im Rahmen des Möglichen. Und der hat eben 4 Achsen und alle 4 Achsen lenken mit. LKW sind 12 Meter, glaube ich, in Europa. Maximallänge. Ja, es sind also die Mit plus Sondergenehmigung. Ja. Maximallänge vom Bus sind normalerweise 15 Meter. Mit Gelenk geht es dann auf 18 Meter, mit Doppelgelenk auf 24. Irgendwer hat einen gebaut, der war 30 Meter lang, aber der ist nicht mehr in Betrieb. Warte, ich komme mal gerade auf die andere Seite. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Platz. Puh, ist der lang. Okay, auch da ist natürlich der Wendekreis, der ist unglaublich wendig jetzt mit den 4 Achsen, die alle Längen. Der ist sehr, sehr wendig. Also das Fahrzeug wurde gebaut nach irgendwelchen Vorgaben, die dann geändert wurden. Und diese geänderten Vorgaben hätten es ermöglicht, das Fahrzeug mit 3 Lenkachsen auszustatten, aber das Fahrzeug hat 4 Lenkachsen. Ich glaube es nicht. Warte mal, also wir gehen und gehen. Hast auch Megaliner. Das ist so. Dann gehen wir weiter. Wir gehen immer noch am Bus vorbei. Fällt der auf draußen, wenn der da jetzt stehen würde, gegenüber anderen Bussen? Das ist schon sehr auffällig, ja? Das Fahrzeug ist schon sehr auffällig. Aber wie gesagt, hier drin, die anderen Dinger sind so groß, dass der fast nicht auffällt mit seinen 4 mal 15 Meter. 4 mal. Krass. Also das, denke ich mal, ist so Baujahr, was ist das, 90er hier? Ja, irgendwo so 95 um den Dreh. Weil ich habe die Farben eben drin gesehen. Und da kannst du einen Anhänger dranhängen, wenn du willst, oder? Der kann man noch mit Anhängerkupplung. Ja, du kannst einen Hänger, Fahrradhänger. Megaliner. Die 90er. Wenn ich überlege, das ist noch gar nicht so lange her. Und dann, guck mal hier, wenn du hier so stehst und guckst so nach vorne. Der fährt aber nicht mehr, oder? Doch. Der fährt. Der fährt. Guter Zustand. War auch nicht billig. Ist das jetzt ein Sammlerstück für euch? Das ist ein Sammlerstück, ja, auf jeden Fall. Also wir hatten schon öfters mal Megaliner. Wir hatten auch vor Jahren, haben wir mit den Dingern gehandelt, als wäre es ein normaler Bus. Aber mittlerweile ist es so weit, dass man so ein Ding einfach mal ins Lager stellt und behält. Ja, kann ja mal einer kommen. Also das waren die Farben der 90er. Ja, das ist halt Geschmackssache, aber ja, auch in den 90ern. So, das ist der Busfahrer dann. Der sitzt dann hier. Dann guck mal hier, das Radio damals. Das Blaupunkt Doppel DIN. Dann hast du hier was. Achso, das hier ist irgendwas mit Druckluft? Nee. Was ist das hier? Klimaanlage. Klimaanlage. Das ist die Klimaanlage. So, und jetzt? Warte mal. Boah, das ist spooky. Ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt nachts ist, kriege ich richtig Angst. Das Radio geht noch. Genau, wenn du gerade so liebes, mach's mal aus, sonst kriege ich sofort die GEMA im Rücken. Dann gehst du hier durch. Hier ist eine Bordküche dabei. Und du gehst denn praktisch drumrum oder wie läuft das? Oder ist da jetzt hinten entsprechender Kofferraum? Der Kofferraum ist riesengroß. Also für so einen Doppeldecker ist schon gewaltig viel Kofferraum. Also auch hier mit der Küche. Die ist ja auch überdimensioniert. Warte, ich mach mal gerade ein bisschen heller. So. Bisschen Licht jetzt mal hier verschwenden für das Teil. So, und dann geht man und geht man. Geht immer noch. Und dann ist Schluss hier, oder? Irgendwann. Nee, hier geht's hoch. Hier geht's hoch.
Also wie beim Jumbo. Warte, ich mach mal Licht nochmal an. Gerade hier. Und dann, ach, es geht hoch wie beim Jumbo-Jet. So, dann gehst du hier um die Ecke. Dann geht man hier eine Treppe hoch und dann geht es noch weiter. Sag mal, wenn du jetzt hier auf so einem Fahrzeug, du musst ja jetzt keine extra Prüfung machen, um damit zu fahren, aber es macht schon mal Sinn, auf dem Hof so 1, 2 Runden zu drehen, oder? Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, ein paar Stunden, ne, oder ein paar Mal mit Parken zu üben und so weiter. Der ist ja doch ein bisschen größer als die meisten anderen. Du, wir machen mal eins, wir gehen mal gerade ganz zurück und dann filme ich einmal nach vorne. Sowas habe ich noch nie gesehen. Länge, was war es nochmal? 15 Meter. 15 Meter. Das heißt, du sitzt hier. Das ist wie ein Flugzeug, wenn du hier sitzt. Geht einfach nach vorne, einfach immer weiter. Ein Sitz nach dem anderen. Also ich mache das mal gerade. Ich gehe mal gerade nach vorne. Reihe 15 übrigens hier. Und das macht ein Busfahrer? Nee, das machen 2 dann, oder? Nee, Einer. Ja, so ein richtiger Busfahrer, was der ist. Und da auch vorne wieder diese Scheibe, die wir hier kennen. Es geht immer weiter. Man kommt vorne nicht runter, gell? Nee. Nee. Und dann hast du hier deinen Ausblick. Also könnt ihr zu Hause mal mitzählen. Also, Frank, großes Kino hier. Das ist der Notausstieg hier oben drauf? Ja, das sind jede Menge. Der hat eins nach dem anderen. Das sind 4 Stück. 4 Stück. Ja. So, das Problem ist, jetzt bist du am Dach, 4 Meter Höhe. Da bist du auch nicht weiter, oder? Ja, das kommt auch an, wenn der Bus zur Seite fällt, dann ist es gut, wenn man oben rauskommt. Stimmt, wenn er zur Seite fällt. Cool. Gut, es kommt ja zum Glück sehr, sehr selten vor. Ja. So, und da hast du dann hier nochmal deinen Abteil. Ich will nicht wissen, wie viele Klassenfahrten hier abgegangen sind oder irgendwelche Fernreisen. Ja, bestimmt jede Menge. So ein Ding war ja auch nicht billig, wenn die neu waren. Aber toll. hier passen ja mal 3 Klassen rein in das Ding. Ungefähr wie viele Leute passen hier rein? Ich bin mir nicht ganz sicher, wir müssen um die 100 sein. 100? Ja. In einem Bus? Ja. So, und jetzt hast du 100 plus Gepäck. Was dürfte das wiegen ungefähr? Wir reden da schon über 25, 30 Tonnen, oder? Nee, 28 Tonnen sollte das Fahrzeug haben. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber 28 sollte haben. Mhm. Und hier haben wir ja gesehen, es gibt 15 Sitzreihen. Und wenn du dann die 4 Sitze nimmst pro Reihe, dann sind wir hier oben im Oberdeck schon mal bei 90 Sitzen. So, und ich dachte, ich fahre ein 9,40 Meter Auto. Ich wäre jetzt der King. Und dann gibt es Leute, die fahren Autos, die fast doppelt so lang sind. 15 Meter. Ja. Ist es hier das Klo, oder? Jein, das eine ist ein Klo und das andere ist ein Lagerraum. Ah ja, hier kannst du dann deine Jacken aufhängen und so. Und das da ist wahrscheinlich der Kamin für den Schornsteinfeger. Ja, Mülleimer. Mülleimer. So, und dann hast du hier... Oh, die Farben. Das war damals, ich glaube, der letzte Schrei, oder? Ja, irgendwann war es mal so weit. Aber jetzt schreit jeder, der es sieht. Also, ich weiß nicht. Das Beige und Mintgrün. Nee, ja. Nicht so mein Ding. Cool, komm, wir gehen mal raus. Dann. Aber danke, dass du den mal angemacht hast, weil das Coole ist ja, du siehst ja original nicht, worum es sich handelt, wenn du nicht die Länge siehst, weil von vorne sehen sie alle ähnlich aus. Ja. Ist das hier ein Kühlschrank? Das hier? Das sind Kühlschränke, ja. Boah, wie in der Gastro. Ja, gut, ich meine, wenn du jetzt 100 Leute dabei hast, die wollen ja auch was essen, was trinken. Ja, da kannst du ja im Minutentakt drauf und runter laufen und was Neues holen. Es gab hier im Prinzip auch so Bordservice, wahrscheinlich schon, so Stewardess, ja, oder? Ja, im Endeffekt gibt es hier auch 2 Würstchenkocher für unterwegs. Und für 100 Leute kann man auch sowas wie eine Stewardess mitnehmen. Und die dann die Verpflegung macht. Sag mal, es gab ja früher kein In-Flight Entertainment, ja, also irgendwelche Tablets oder Fernseher, oder war das früher schon so, dass du da eine VHS-Kassette reingeschoben hast? Oder gab es die irgendwann mal, die entsprechenden Busse mit Videorekorder? Ja, die Busse gab es auch mit Videorekorder, irgendwann ging es dann über auf DVD und so weiter. Also es gibt schon Entertainment, aber im Endeffekt kommt es ja darauf an, dass man ja stundenlang aus dem Fenster schauen möchte. Ja. Ja, ich bin einmal, kann ich mich noch gut daran entsinnen, bin ich nach Spanien gefahren. Da gab es das noch nicht. Der nachgerüstete DVD-Player. DVD-Player.
So, und dann ein Schaltgetriebe. Da warst du ganz schön am Rühren, oder? Ja, ein 8-Gang Doppelhaar. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es kann, dann gibt es nichts Schöneres. Du bist noch keine 40 und du sprichst hier wie so ein ganz alter Hase. Aber du hast sie alle gefahren, oder? Mehr oder weniger? Ich bin eigentlich schon fast alles gefahren, was hier drin steht. Und ich weiß nicht, wie viele Tausende von Busse, dass ich schon gefahren bin. Und der hat jetzt wahrscheinlich, was hat der auf der Uhr? Was denkst du? 1 Million? Einen kleinen Moment. Ja, 460.000. 460.000? Ich habe schon 1 Million, das müsste ich in Papieren nachvollziehen. Ja, dann mach nochmal aus. Dann haben wir ihn. Aber derjenige, der ihn gefahren hat, der hatte noch keinen Unfall. Das heißt also, der konnte fahren hier, oder? Der Fahrer, der hier drauf war. Ja, es sieht ganz so aus. Also im Endeffekt ist es so, dass beim 15 Meter Fahrzeug früher oder später hinten die Ecken angefahren werden, weil die eben so weit ausschwenken. Und bei dem Fahrzeug hier, das bewegt sich alles ein bisschen anders und deswegen sieht er noch top aus. Durch die 4 mitlenkenden Achsen. So viel habe ich gelernt. Sehr schön. Frank, hast du mir alles nicht verraten, was hier steht. Und das sind diese typischen Seasighting-Busse. Ja, also die sind auch nicht klein. Mal kurz gucken. Ja, 12 Meter Länge. 12. Aber ja, 12 ist doch gegen 15, also die 3 Meter merkst du, oder? Die mehr hast. ja, das merkst du deutlich, dass die anderen Fahrzeuge hier, die daneben stehen, gleich mal 3 Meter und eine andere 6 Meter länger ist. So, das ist jetzt ein relativ neues Fahrzeug. Die finden wahrscheinlich demnächst einen Abnehmer, oder? Ja, also wir haben für jedes Fahrzeug früher oder später mal Kunden da. Für das Fahrzeug waren auch schon Kunden hier, aber bisher hatten einfach noch keiner mitgenommen. Die nehmen dann einfach irgendeinen, der daneben steht. So, der ist aus 2012, hat gelaufen 260.000 Kilometer. Und ja, Preis steht nicht dran, das ist wahrscheinlich Verhandlungssache, oder? Ja, die Preise, wenn wir einen Preis ändern, müssten wir zum Fahrzeug hinfahren und dann den Preis am Fahrzeug ändern. Okay. Und da wird ja einer den ganzen Tag nur damit beschäftigt sein. So, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Ihr habt ein Riesenlager, überall stehen Busse. Ich habe also bei euch im Ort, man kennt euch als Bushändler wahrscheinlich hier in dem Ort? Ja, wir haben überall Busse stehen. Also wir haben ja hier in der Ortschaft noch mehrere Parkplätze. Und ja, insgesamt stehen da schon so 300 Stück rum. Die Frage ist immer nur, ob es ein kleiner ist oder ein großer. Aber Platz brauchen die ohne Ende. Beeindruckend, oder hier, der Abschlepper? Ja, auf jeden Fall. Das Pizzafahrzeug hier, das ist auch schon ein paar Jahre. Das hier? Das ist ein Vario, oder was ist das? Das ist ein Vario mit einer Pizzabäckerei hinten drin. Eine komplette Bäckerei mit Steinofen, oder? Ja, mit Steinofen drin, ja. Was es alles gibt in Oberfranken? 09221. Das ist hier um die Ecke, oder? Bei euch so ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Wir sind mitten in Oberfranken. Wir haben auch nur ein paar Kilometer von uns weg das Mittelpunkt Europas. Und hier ist schön. Guck mal hier, Purpur. Du kannst ja bei so einem Bus wirklich die Zeitgeschichte ablesen. Die werden irgendwann mal, wenn die irgendwelche Ausgrabungen machen werden die diese Busse finden und werden sagen, das hier war die Epoche Purpur. Ja, da drin ist alles pink, rosa. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Purpur, pink und rosa Farben da drin sind, aber es gibt eigentlich alle. Ursprünglich war das Fahrzeug auch mal außen so lackiert. Wir haben den vor 12 Jahren mal verkauft. Und irgendwann mal wieder zurückgekauft. Jetzt hat er Glitzer am Spiegel und ist Silber. Schön. So, dann Stadtbusse, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Davon gibt es wahrscheinlich jede Menge. Also, dass man hier so ein, also ich nenne es mal Stadtbus. Wie ist da die Bezeichnung für so einen Stadtbus? Ja, es gibt verschiedene. Das sind Gelenkbusse. Das hier ist aber was Besonderes in dem Sinn, dass es gerade Dieselhybrid sind. Dieselhybrid? Ja. Das hier sind Dieselhybrid, 6 Stück stehen hier und da vorne stehen noch 2 Fahrzeuge, das sind Kappa City, also das wäre eine 4-Achser mit 19 Meter Länge. Also Dieselhybrid heißt, der bremst und der schiebt dann die Energie von den Bremsen in die Batterie und beim nächsten Anfahren? Zu einem gewissen Teil, so viel wie er speichern kann, speichert er ab und dann kannst du auch eine ganze Weile ohne Dieselmotor fahren, nur auf Batteriebetrieb. Cool. Citaro, Mercedes-Benz, Baujahr von denen?
2010 bis 12. 10 bis 12, also rund 10 Jahre alt. Und dann ist das meistens so, dass dann, ich sag mal, derjenige sagt, okay, wir kaufen jetzt mal neue und dann finden die nochmal irgendwelche Abnehmer irgendwo auf der Welt. Ja, es ist halt so, dass es in der EU oder in Deutschland irgendwo eine Grenze gibt fürs Fahrzeugalter. Und irgendwann macht es ja auch Sinn, sich ein neues Fahrzeug zu finanzieren. Und das heißt ja nicht, dass die dann schlecht sind. Die werden dann einfach nur weiterverkauft. Also wir verkaufen zurzeit jede Menge Euro 4 und 5 Fahrzeuge. EEV und Euro 6 auch einige, aber die sind einfach noch nicht so gefragt und noch nicht so viele auf dem Markt, weil eben die Fahrzeuge noch zu neu sind. So, wir gehen jetzt gleich mal rein. Da ist der Motor. Was Anzahl der Zylinder von dem, was denkst du? Das ist ein 12-Zylinder. 12 Zylinder. So einen Motor gibt es eigentlich nur in irgendwelchen Krankenhäusern und im Keller als Notstromaggregat. Der hat Power. Der hat richtig Power. Ist ohne Turbolader, aber läuft für immer weiter. Ohne Turbo. Ich habe eben, als ihn angelassen hat, es klang so ein bisschen wie so ein Dieselaggregat von einer Lok. Ja, es klingt schon schön. Also ich weiß nicht, wie viel Zylinder das eine Lok hat, aber es klingt sehr ähnlich. Ja. So, hier ist eine kleine Rampe, da könnte man mit dem Quad reinfahren. Ist die auf, die Rampe? Oder ist sie zu? Die Rampe ist zu. Ja, aber wir können gleich mal von innen reingucken. Man könnte da ein Quad oder irgendwas reinstellen oder ein Smart, wenn er vielleicht noch ein bisschen gekürzt wird, um 2 cm, glaube ich. Dann passt auch ein Smart da rein. Du kannst ja auch einen Roller oder ein Motorrad oder irgendwas, was reingeht. So, der steht aber jetzt nicht zum Verkauf. Der bleibt bei euch, oder? Der bleibt noch eine ganze Weile bei uns. Ja. Gut. Also, wenn ihr jetzt hier direkt zum Hörer rennt, also es gibt ihn noch nicht. Außerdem brauchen wir ja auch einen CE. Das hat auch nicht jeder, oder? Ja, einen CE-Führerschein brauchst du. Mit dem, den hier darfst du nicht fahren mit dem Busführerschein, weil es ja ein Wohnmobil ist und kein Bus mehr. Deswegen hat sich dann das mit dem Führerschein so ein bisschen verändert. Ja, ist halt ein Spielzeug. Spielzeug, so. Bin gespannt. Also ich muss sagen, habe mich jetzt innen drin nicht mehr umgehauen, liegt aber auch daran, dass er schon ein bisschen älter ist, ja, vom Design her. Aber damals, kann ich mir vorstellen, war das hier, ich glaube, da konntest du die Leute Eintrittskarten ziehen lassen, ja, weil du siehst so ein bisschen an diesem Kirschholz, was drin ist. Das war ja früher mal totschick, das rote Holz, gell? Ja, das auf jeden Fall. Es ist ja auch noch hübsch, aber es ist halt nicht mehr ganz in der Zeit. Heutzutage gibt es dann meistens mehr wieder hellbraune Eiche. Stimmt, ja, da vorne. Wir gehen mal gerade durch. Ich gehe mal hier zur Seite, dass wir das mal sehen, denn man hat hier quasi so eine Konferenzecke. Da kann man jetzt hier mit, ich sag mal, Kollegen, zum Beispiel, was können wir machen? Das Bier abstellen? Ja, es kommt darauf an, wie man das Fahrzeug gerade einsetzt. Also die Theke, die wir gerade hier sehen, benutzen wir zum Beispiel auf der IAA oder irgendwelchen vergleichbaren Messen als Abstellplatz für einen Fernseher, um den wir gerade rumgelaufen sind, zum Abstellen von irgendwelchen Werbeartikeln oder auch zum Abschließen von Geschäften ist sie auch geeignet. Was ich toll finde, ist allein die Länge. Die Innenausstattung, ich sage jetzt mal, die Farben und so weiter, das ist jetzt natürlich dem geschuldet, das könnte man updaten, aber allein die Länge, die zieht die Leute doch schon hier rein. Die wollen doch wissen, was hier drin ist, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also es ist von außen ein Hingucker, von innen war er mal ein Top. Jetzt ist halt einfach schon ein paar Jahre alt von den Farben her. Aber so, und das ist das Cockpit Wurzelholz. Damals der letzte Schrei. Heute, guck mal hier, ein Röhrenfernseher, 24 Volt von Clarion. Das ist die Überwachungskamera für Rückfahrkamera und so weiter. Das ist kein Fernseher, nur für die Überwachung im und hinterm Fahrzeug. Sag mal, wir sprechen hier von damals schätzungsweise mehrere 100.000 D-Mark hat er gekostet, oder? Mindestens, wenn nicht mehr. Ich weiß nicht, was die hier gekostet hat. Das war das Modell Nummer 1, also das ist der Prototyp von den Fahrzeugen. Insgesamt sind 11 Stück gebaut worden, 2 Stück davon sind abgebrannt. 11 Wohnmobile, oder? Nee, 11 Busse. 11 Busse. Okay. Und das hier ist Nummer 1 und ja, muss man halt noch pflegen. Stark. Guck dir mal hier an, diese Polsterung an der Seitenwand. Das ist so, boah, ist der schön. Der gefällt mir total gut. Weil der hat irgendwie, er hat was.
Der hat eine Automatik. Das ist eine Wandlerautomatik oder was ist das? Das ist ein Automatikgetriebe mit dem Wandler, ja. Das ist ein Allison, also eine, bin mir nicht ganz sicher, englisch oder amerikanisches Getriebe. Und ja, fährt fehlerfrei das Getriebe. Ein Viergang. So, und da ist die Bremse hier vorne links. Das ist die Handbremse, ja. Die Handbremse, wie bei einer Lok. So ein bisschen. Der Knopf daneben ist die Notlöse für die Handbremse, falls die irgendwann mal nicht aufgehen sollte, aus irgendwelchen Gründen. Aber die hat uns noch nicht im Stich gelassen. So, das heißt, du fährst jetzt los. Du brauchst ja ein spezielles Navi eigentlich, dass du, oder man kommt ja eigentlich überall durch. Man kommt überall durch, aber eine Wohnsiedlung oder so würde ich nicht reinfahren. Irgendwie Autobahn geht immer, das weiß man ja. Die Brücken sind auch alle über 4 Meter. Stimmt. Aber wenn du in irgendeine Ortschaft rein willst, dann solltest du vorher schon mal dort gewesen sein. Und wissen, was du tust. So, Steinboden ist da. Komm, wir gehen mal weiter, denn ihr habt jede Menge Haustechnik hier verbaut. Das ist interessant, denn das Fahrzeug hat 2 Stockwerke, großer Fernseher ist dabei. Hier hast du jede Menge Stauraum, eine Lautsprechereinheit, dann ein Waschbecken. Hier kannst du also dann spülen, die Hände waschen, alles machen. Dann guck mal hier, eine Mehrkomponenten-Stereoanlage wie früher. Ja, das gab es eben früher in den 90ern. Waren das ja die Top-Geräte. Der ist auch noch mit Doppelkassettendeck. Doppelkassettendeck, das heißt, man konnte die damals überspielen, die Kassetten. Ja, konnte man machen. Ich weiß nicht, wie sich heute verhält. Vielleicht ist das Kassettendeck mittlerweile das teuerste Fahrzeug. Achso, es gibt ja, genau, man sucht das ja. Dann Alarmanlage. Alarmanlage, ja, ist ganz wichtig. Wenn man das Ding hier irgendwo abstellt, dann sollte man das Gerät schon einschalten. So, und das sieht aus wie am Kreuzfahrtschiff. Er hat einen Generator? Er hat einen Generator, er hat einen Spannungswandler. Für Netzbetrieb ist das Fahrzeug ausgerüstet. Also es gibt für jede elektrische Spielerei irgendwo einen Knopf. Und jetzt aktuell ist der Motor aus und wir laufen vom Strom her über die Batteriepack. Das sind jede Menge Batterien hinten drin. Wir haben einen eigenen Batterieraum. Zeig mal bitte, dass wir den mal sehen. Das ist wie, da ist wahrscheinlich der Batterieraum-Mitarbeiter, der lebt hier drin. Ja, ich kenne mich da drin ganz gut aus. Ab und zu stecke ich mal da drin fest. So, und da hast du die 2 Starterbatterien, 24 Volt. Es riecht so ein bisschen nach Flugzeug hier drin, oder? Ja, das ist so ein bisschen ein eigener Geruch, das das Fahrzeug hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass es riecht wie in einem Schuhladen oder nach Kunstleder oder so. Nee, aber es riecht so nach einer Technik, Maschine, Diesellok, Flugzeug, so ein kleines bisschen. Drin riecht man natürlich nichts. Aber jetzt sieht man auch mal hier schön den Diesel Mercedes-Benz. Der ist natürlich gebaut für die Ewigkeit, oder? Ja, das Aggregat dürfte nicht kaputt gehen. Wenn man sich nicht verschaltet, soll der ewig halten. Gut, er hat auch kein Turbo. Also gut, was soll der jetzt kaputt gehen? Das ist das Gelenk. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Denn wir können es ja mal lüften. Ist das okay für dich? Denn das hier ist zulassungstechnisch, sind das 2 Fahrzeuge quasi. Es sind 2 Fahrzeuge in einem. Also es handelt sich hier um ein Wohnmobil mit einem Wohnwagen. Und es war vorher ein Bus, aber aufgrund der Größe kann man es nicht als Wohnmobil zulassen. Deswegen ist es mehrteilig und man könnte auch den Hinterwagen abhängen und dann nur das Wohnmobil ohne Wohnwagen benutzen. Aber so macht es natürlich mehr Spaß. Das ist krass, wie weit ich weggehen muss. Und ich habe den Weitwinkel ganz aufgezogen. Wir gehen mal gerade ein Stück zurück, wenn du mal so lieb bist, komm mal mit, weil ich muss einmal für mein Foto den Weitwinkel rausnehmen, weil sonst wirkt er zu klein. Das mache ich jetzt mal, warte mal. Einmal nur für unser Startfoto. Krass, 18 Meter. So, und dann hast du hinten ein ganz großes Gepäckfach. Das ist so groß, dass andere würden das als Keller bezeichnen. Ja, es ist ein Lagerraum oder ein Keller, ja. Auf der anderen Seite haben wir die Klappe gesehen. Also hier können wir mit dem Quad oder Motorrad, wie auch immer, reinfahren. Und ja. Hier ist jetzt für den Messebetrieb, sind jetzt natürlich auch die Disco, du kommst hier nicht rein. Weil klar, du musst das ein bisschen absperren, sonst will jeder hier mal sehen. Alles ausgeschlagen. Das ist aber nicht der einzige Kofferraum. Wir sehen gleich, es gibt noch einen weiteren. Ja, hier gibt es noch ein klein wenig mehr.
Und eine Treppe nach oben. Sollen wir die mal nehmen, die Treppe, Frank? Ja, nur zu. Können wir machen. Also da geht es hier hoch. Da sieht man es eigentlich ganz gut. Alles ist hier mit Riffelblech ausgelegt. Ist das Alu oder Edelstahl? Das ist Alu. Alu. Das ist eigentlich hier drin alles Alu. So, dann hast du hier eine Leiter. Gut, auch die brauchst du mal. Du hast mir erzählt, der hat oben drauf eine Dachterrasse. Ja, die Leiter, die eine ist für die Dachterrasse da. Die könnte man oben in die Dachluke reinhängen, festmachen und dann geht's aber aufs Dach. So, gehen wir mal hoch. Ich gehe mal vor, wenn ich darf. Denn wir waren ganz kurz mal gucken. Das ist der Innenraum. Und das ist so die weiteste Stelle, die man von vorn nach hinten durchgucken kann. Und das ist unglaublich. Ich habe wirklich schon viele ganz große Fahrzeuge gesehen. Aber wenn du hier nach vorne durchguckst, wirkt von innen noch mal viel größer, oder? Ja, es ist schon verdammt groß. Und vorne ist ja noch die Tür zum Schlafzimmer. Wenn die jetzt noch offen wird, wird er noch ein bisschen länger. Sie ist halb offen. Also ich kann von hier aus schon durchgucken. Aber ich zeige mal gerade, was hier ist. Richtige Dusche mit drin. Gefliest natürlich. Gut, aufs Gewicht musst du hier im Zweifel nicht direkt achten. Im Moment sind noch Pflanzen drin. Hier hast du dann Multiplex-Material. Ein Waschbecken. Hier zum Rasieren. Du warst mal am Campingplatz damit eigentlich? Nee, ich nicht. für einen Campingplatz ist ein bisschen zu groß. Ich würde schon reinfahren bei den meisten, aber mit dem Rausfahren gibt es dann immer die Probleme. Da gibt es noch eine Ecke drumherum, also Platz hast du genug. Und das hier ist, hättest du die Möglichkeit, das mal kurz aufzumachen, dass ich die Kamera mal raushalten kann aufs Dach? Bitte? Ja, hier geht's nicht. Geht's nicht, aber... Das ist abgedeckt. Komm, wir gehen mal nach vorne. Also eins ist vollkommen klar, du hast hier Platz. Du hast übrigens auch überall Fenster drin. Das wäre der Raum Nummer 1. Hier könnte man die Besprechung Nummer 1 machen auf dem Zebra-Sofa. Dann hast du richtigen Fußboden hier drin. Dann hast du natürlich den besten Sitzplatz von allen, ist hier im Knickgelenk. Das ist schön wackelig. Immer bequem. So, ich ziehe gerade mal gucken. Ja, wir sind ganz am Anschlag. Und dann hast du hier noch Fernseher, hier kann man sich dann hinlegen. Und überall Fenster, wo du rausschauen kannst. Dann kann man hier abtrennen. Nehmen wir an, das hier war jetzt erste Klasse und dann kommt man jetzt hier in die zweite Klasse. Da ist dann eine Küche mit drin. Das hinten ist das Kinderzimmer und hier hast du dann eine richtige Sitzgelegenheit zum Frühstücken mit ganz normalen Hockern. Heizung hier drin ist warmes Wasser. Was habt ihr hier drin? Ja, Warmwasserheizung über eine Standardheizung oder Generatorabwärme oder Motorwärme. So Kinder, ich zeige euch jetzt mal das Dach. Das ist das Dach mit der Dachterrasse und hier kann ich euch sagen, baut sie vorher auf. Aufbaudauer von der Dachterrasse, was denkst du? Ja, das kommt darauf an, wie eingespielt das Team ist, aber es sind so 4 Stunden, sowas um den Dreh. 4 Stunden, dann steht das. Also praktisch für einen Messebetrieb, wenn einer mal einen Hingucker sucht, also immer noch. Das hier ist, das ist fast so wie so ein Flugzeug, so ein historisches, würde ich fast sagen, aus den 90ern, da will auch jeder rein. Es gibt noch mehr zu sehen. Ich zeige euch gleich mal was, denn ich habe ein paar Sachen gespottet. Also gesehen schon, überall Steckdosen, die mit drin sind. Denn man hat hier die berühmte Bang & Olufsen HiFi-Anlage drin, die man früher, wo ich mir den Arm ausgerissen hätte hier, dass man sowas kriegt, ein Ceran-Kochfeld. Das ist 230 Volt, hat das Gas. Weißt du das? Ne, 230 Volt. 230 Volt und dann hier eine Kombi, Ofen, Mikrowelle nehme ich an, oder nur Ofen von Siemens. Überall Schränke. Kühlschrank. Müssen wir gleich wieder aufmachen, der war ja in Transport oder im Wintermodus. Dann große Küche. Auch damals der letzte Schrei in Korean hier. Guck mal, das war damals noch teurer wie heute. Ja, es ist auf jeden Fall hübsch. Ja, macht den Anschein, als wäre es unzerstörbar.
Ich glaube, es ist unzerstörbar. Du hast aber trotzdem hier nochmal ein Feld, da kannst du es dann abstellen, deine heißen Töpfe, kannst dabei rausgucken. Gut, der Vorteil hier wäre, ich bin jetzt 1,83, muss mich ganz leicht bücken. Und es kommt noch schlimmer, es geht nämlich hier leicht hoch. Ihr habt die Küche ein bisschen tiefer gemacht. Ja, es ist ein bisschen tiefer, weil hier auch das Unterdeck gerade nicht in Stehhöhe ist. Wenn du noch 2, 3 Schritte vorgehst, dann ist es unten höher. Ja. Dafür fehlt es dann oben wieder. Ah, okay. Das heißt, also du hast zu mir eins gesagt, maximale Meter oder Höhe in Deutschland 4 Meter. Es ging ja mehr, aber in der nächsten Brücke hast du dann einen Spaß. Ja, das sollte man vermeiden. So, und dann hast du hier Schlafzimmer. Das ist die Bang & Olufsen Anlage. Die werden alle kennen noch. Du wahrscheinlich nicht mehr, doch. Du kennst sie auch noch. Ja, ich habe schon mit dem Ding da ein paar Stunden verbracht. Ja, das war... Es ist schon eine schöne Stereoanlage, aber ich sag mal, als das Ding hier auf den Markt kam, dann hätte ich das sowieso nicht bezahlen können. Da ist nämlich der Kassettenrekorder unten drin, der war auch noch drin, ein CD-Player und dann der Fernseher, überall die Alarmanlage mit drin und dann hier Schlafzimmer mit mehreren Luken, mit dem großen Ausblick. Ja, Problem wäre auch hier, also Kleiderschränke mit drin. Ich glaube, wenn du hier mit so einem Teil auf dem Campingplatz fahren würdest und du würdest reinkommen, was bestimmt bei vielen geht, dann wärst du definitiv nicht mehr allein. Ja, irgendwann kommt auf jeden Fall mal jemand, der ihn besuchen möchte, der sich das Ganze mal anschauen möchte. Also, wenn wir irgendwo parken, dann ja, so alle 30 Minuten möchte irgendeiner mal durchgeführt werden. So, ihr habt eine Überfalltaste sogar hier mit drin. Das heißt, ihr habt dann alles gedacht. Dann, wenn man hier sitzt und hier mal so nach hinten guckt, ich setze mich mal gerade ans Ende. Warte, ich muss das mal machen. Also hier hinter ist ja noch das Schlafzimmer. Und dann guckt man hier so durch. Du fühlst dich original wie so in einem ICE-Abteil. Also dann die Fenster alle rund. Das ist ja auch aufwendig. Rund ist immer teuer, habe ich gelernt. Und hier ist das Schlafzimmer. Und die Couch in Kanarienvogelgelb. Frank, ich bin hin und weg. Wäre ich damals so alt gewesen wie heute, hätte ich ein CE und wäre noch das Jahr 1993, ich wäre wahrscheinlich gestorben, um hier mit Eimer zu fahren. Und jetzt kann ich ja ganz ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, wie man den anmacht, aber das werden wir gleich mal erfahren, denn du hast ihn eben mal angemacht, dass wir den mal starten. Und wenn du mal so nett bist, vorne die Tür, wir haben sie extra zugemacht, die geht mit Druckluft, die Tür? Ja, das ist eine Standard-Drucklufttür. Soll ich jetzt mal weggucken? Ist das ein Geheimnis? Kann man ruhig zeigen. Da macht man dran, weil ich sehe nämlich ab und zu mal so Busfahrer, die das so machen. Und da geht die Tür auf. Irgendwo hat jeder Bus einen Knopf. Aber im Endeffekt, wenn ich möchte, dass die keiner aufmacht, dann müsste ich sie abschließen. Ein Schloss. Ja, ein Schloss ist ja drin. So, jetzt bist du hier. Das ist der Knopf, den kenne ich von den Bussen. Was hast du gemacht? Den Knopf weit rausziehen. Also man muss schon wirklich wollen. Und dann, ja, schnurrt er wie ein Kätzchen. So, der hat eine Hupe. Mach mal, bitte. Ein Horn, nehme ich an. Ja, wir haben eine normale Hupe und dann haben wir noch das Horn. Nochmal bitte. So, das hier ist Druckluft, aber nee, da sind die Umdrehungen. Nee, also ganz links sind die Druckluftanzeigen und ja, ich kann den Fokus nur schwierig sehen. In der Mitte haben wir den großen Tacho, links daneben ist die Tankanzeige und ja, Drehzahlanzeige. Drehzahl meine ich, also der macht zurzeit 400 Umdrehungen circa. Ja, 400 bis 500 macht er. Das ist dann die Rückfahrkamera. Yep. Gut, also man kann was sehen im Original, aber dank der Bildwiederholfrequenz kann ich es nicht abbilden. Dann, wenn man den jetzt fahren müsste, also das heißt, du hättest die Möglichkeit, mal so einen Meter vorzufahren, könntest du das machen? Ja, dann noch ein paar Türen schließen. Ein paar Türen schließen. Hallo Busfahrer. Wir haben jetzt noch die Seitenklappe offen, aber wir wollen ja nur mal ein Stückchen Nur ein kleines Stückchen vorrollen, ja genau. Den nicht nachmachen. Und du tippst einfach nur an. Das heißt, es könnte jeder, der, ich sag mal, Roller fahren könnte den 4 Meter bewegen.
Also es gibt keinen großen Unterschied von der Bedienung her, aber ein bisschen Geschick sollte man schon haben, wenn man damit fahren will. So. Das war die Druckluftbremse. So, komm, wir haben alles gesehen. Ich bin begeistert. Wenn auch Sie begeistert sind, buchen Sie eine der großen Führungen mit Frank. Sag ich, nee, war Spaß. Du hast normalerweise auch einen anderen Job, muss man sagen. Du bist hier wahrscheinlich Technik oder was machst du? Ja, ich bin der Mann für alles. Also ich bin Werkstattleitung, ich mache ab und zu mal ein bisschen Kundschaft mit, verkaufstechnisch. Aber meine Hauptaufgabe ist Fehlersuche. Ja, Chefelektriker bin ich auch noch so nebenbei. Ich glaube, Fehlersuche bei der Elektrik, das ist was ganz Wichtiges. Da muss man kreativ sein. Oftmals ist ja nur ein Kabel irgendwie eingequetscht, oder? Ja, aber ja, wenn man hier das abgequetschte Kabel sucht, das ist halt 18 Meter lang und wo ist es kaputt? Ja. Komm, wir gehen mal ganz kurz zum Motor, dann kann man mal hören, wie der klingt. Ach, ihr habt Jumbo-Radabdeckungen drauf. Die sind aber relativ neu, oder? Nee, die haben wir schon eine ganze Weile drauf, aber die gehören nicht zur Standardausrüstung von dem Fahrzeug. Sind wir schick. Die sind schick, ja. Dummerweise gibt es für die vierte Achse keine Jumbo. Ja, ich habe bei mir auch Jumbo drauf. Der hat ein H-Kennzeichen. Ja, 2. 2 H-Kennzeichen. Ja. Das heißt, ihr dürft nach Stuttgart damit. Ja, man dürfte überall damit hin. Dem steht nichts im Wege. Ist halt nur ziemlich groß. Ja, vielen Dank, Frank. Kommen wir auch noch einmal kurz den Motor aus. Ich bin sehr beeindruckt. Du scheinst sie ja zu lieben, die Busse. Wenn ich da sehe, es gibt so einen YouTube-Kanal, da machen so 2 Jungs, machen immer Dummheiten mit Bussen auf einer Wiese. Hast du den mal gesehen? Nee. Nee, sagt mir jetzt nichts. Dann schau es nicht. Sie machen Busse kaputt, sie bauen die um, sie schweißen den Auspuff um, sie fahren damit über Felder, springen mit Bussen. Und sie kriegen immer wieder Unternehmen, die ihnen Busse dann spendieren für Tests. Es kommt immer darauf an, was man so machen möchte. Also wir haben auch ab und zu mal ein Fahrzeug an die Feuerwehr abgegeben, ja, damit die da irgendwelche Übungen damit machen können. Ach so, Brandübungen oder irgendwas? Ja, halt Scheiben einschlagen und so weiter. Alles mal ausprobieren. Wir haben auch einen Bus schon mal auf dem Auto draufgelegt. Und die Feuerwehr hat dann den Bus wieder aufgerichtet, um zu schauen, wie, wo, was. Stark. Wir haben auch schon Busse verkauft, um damit Spielchen zu machen. Weiß nicht mehr genau wann, aber vor ein paar Jahren gab es auch ein Gelenkbusrennen im Internet. Mhm. Und ja, die haben 2 Stück von uns geholt und haben damit ein Rennen gefahren und haben die dann so ein kleines bisschen demoliert. Ja, ab und zu haben wir auch irgendwelche Dreharbeiten. Von Galileo haben wir mal ein Video gemacht, da ging es darum, ob man einen Gelenkbus in der Mitte auseinanderreißen könnte oder nicht. Und ging's? Wir haben es nicht geschafft. Der ist stabil. Ja, das ist ziemlich stabiles Gelenk. Ja. Also das Heck verliert man nicht. Ja, schon einiges erlebt und gesehen. Sehr schön. Also das größte Wohnmobil der Welt, es steht sogar drauf. Heute haben wir es gesehen, aber was ich noch viel spannender fand, war die Geschichte dahinter. Denn das hier ist ja in der heutigen Zeit, jetzt gibt es einen großen Wohnmobilboom, jeder fährt rum mit dem Wohnmobil und das hier war ja noch lange bevor. Und das heißt also, bevor Campingplätze mit irgendwelchen Wohnmobilen überfüllt waren, wurde der schon gebaut. Und dann kannst du dir vorstellen, der Eindruck damals, der war jetzt auf einer Messe und war so beschriftet, ja, die Leute, die müssen doch total ausgeflippt sein, oder? Ja, es gibt bestimmt einige, die sich so ein Fahrzeug wünschen würden oder gerne mal eins fürs Wochenende benutzen möchten. Aber ja, es ist ein Schmuckstück, ein Spielzeug, man muss gut drauf aufpassen. Ja, man braucht eine ordentliche Einweisung. Man braucht aber jetzt keinen Mechaniker permanent, oder? Wenn man nee, einen Mechaniker brauchst du nicht, aber das Ding hat so viele Knöpfe, du sollst dich also gut von mir einweisen lassen, wenn du möchtest, dass es funktioniert. Ansonsten hast du nur ein kleines bisschen Spaß. Ja, ich guck mal gerade auf die Uhr. Heute ist tatsächlich der 8. Juli 2021. Mitten in der harten Phase der Corona-Pandemie haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und sind heute von München nach Untersteinach gefahren, was übrigens immer noch Bayern ist, korrekt? Ja, wir sind immer noch in Bayern.
sind immer noch in Bayern und, ja, und sind heute bei Mario Röttgen in Untersteinach. Und ich danke dir herzlich. Du hast nämlich Überstunden geschoben heute, um mir das zu zeigen. Aber ich hoffe, also es hat mir echt gut gefallen. Vielen, vielen Dank, Frank. Ja, bitteschön. Ich hoffe, euch gefällt. Mir gefällt's. Tschüss, Frank.